Konzentration. Hallo zusammen. Hi, schön, dass ihr da seid. Wir wollten uns schon lange mal bei euch vorstellen, denn wir haben ja schon ein paar Videos hochgeladen und gar nie so richtig erzählt, wer wir denn eigentlich sind. Ich bin die Varvara, Ich bin die Melinda. beide Mitte 40, Anfang 40. Ja, nicht übertreiben, ne? Wir werden demnächst Vollzeit in unserem Camper wohnen, weil Beziehungsweise durch Europa reisen. Und wir sind sehr gerne draußen unterwegs. Wir surfen gerne, gehen auf Skitour und das möchten wir alles mit dem Van in Zukunft tun. und den Camper, oder, haben wir ja selber ausgebaut und deswegen Genau. dachten wir zeigen den auch gleich mal. Ja, wir möchten euch mal eine kleine Führung durch den Van geben, damit ihr so einen kleinen Eindruck bekommt, wo wir demnächst hausen werden. Genau, Super. kommt doch mal mit. Das hier ist die Dusche. Kleiner Fun Fact. Die Duschtasse, die mussten wir nochmal neu einbauen, weil das Wasser nicht richtig ablaufen konnte. Falls euch das Video dazu interessiert, klickt mal hier oben. Und hier, hinter dem Duschvorhang, da versteckt sich unsere ausziehbare Trockentrenntoilette. Mit der sind wir sehr zufrieden, denn wir brauchen keine Chemie, sie stinkt nicht und sie ist mega einfach zu entsorgen. Und hier haben wir noch einen Auslass von der Heizung. Das ist super praktisch, wenn wir hier die Türe wieder schließen. Und dann können wir nasse Sachen aufhängen und die Dusche quasi noch als Trocknungsraum benutzen. Und das ist unsere Küche. Wir kochen mit Gas, daher sind wir komplett unabhängig. Wir haben 2 Gasflammen und somit lässt sich jedes Menü hinzaubern. Wir haben einen handelsüblichen Hahn mit Warm- und Kaltwasser und ein Waschbecken, das gut ist zum Abwaschen. Darunter versteckt sich der Gaskasten, wo wir so ein Loch bohren mussten, damit das Gas ausströmen kann, wenn was passiert. Beziehungsweise unser Upgrade, was wir letztens gebaut haben, das ist eine Schublade mit allen Töpfen. So kommt man eben gut auch an den hintersten Topf hin. Daneben haben wir eine Schublade mit allem Besteck und das macht es sehr leicht, um an alles zu kommen. Und darunter ist unser Kühlschrank. Der hat im Moment nur eine Konfitüre drin, aber sonst hat er 80 Liter und kann halt alles, man kann alles reintun, was man braucht, um länger frei zu stehen. Das ist unsere Küche. Und das ist unser großer Schrank. Hier bewahren wir Lebensmittel auf und Kochutensilien. Ganz neu, wo wir auch ein bisschen stolz drauf sind, sind diese beiden Schubladen hier. Da war vorher, wie auch hier, nur so eine Box drin, die man rausziehen musste. Und dann hat man nie genau gesehen, was da eigentlich drin ist. Und so ist das jetzt super gelöst, dass wir hier an alles rankommen. Und ganz wichtig, hier immer zudrücken, weil sonst fliegt das während der Fahrt auf und alles liegt am Boden. Ja, ist uns natürlich auch schon passiert. Hier oben haben wir noch mehr Stauraum. Das sind unsere Hängeschränke. Hier im ersten bewahren wir Putzsachen und weitere Kochutensilien auf. Dann ist hier Varvaras Kleiderschrank, da hinten meiner. Und ihr seht, so viel Platz ist hier nicht. Das heißt, bevor wir dann auf Reise gehen, müssen wir unseren Kleiderschrank noch ein bisschen verkleinern. Aber das schaffen wir schon. Und sonst gibt es hinten in der Heckgarage auch noch ein bisschen Platz. Da kriegen wir bestimmt das ein oder andere unter. Und woran ich so Freude habe, sind diese Softclose-Scharniere, die Melinda irgendwo aufgetrieben hat. Und dann erstens hält die Klappe oben, die fliegt einem nicht auf den Kopf. Und wenn man zumacht, da schließt das ganz langsam. Das freut mich so Ja, sehr. das schlägt Varvaras Herz höher. Die habe ich irgendwo im Internet gefunden. Wenn es euch interessiert, könnt ihr mir ja unten in die Kommentare schreiben. Dann gebe ich euch gerne bekannt, wo ich die her habe. Und zum Essen oder Arbeiten haben wir 2 Plätze gemacht.
gleich neben der Küche. Das ist der enge Platz, wo wenn man mal drin sitzt, ich lasse mal den Tisch raus, kommt man da halt nicht mehr raus und das kann man ein bisschen helfen beim Kochen. Da sitze ich immer gerne, dann muss ich nämlich nicht kochen, weil man da nicht mehr rauskommt. Weder abwaschen noch kochen, aber schnippeln kann man. Genau. Und dann drüben haben wir ein bisschen einen größeren Platz. Da kann man dann sehr gemütlich sitzen. Oder aber könnte man sogar wahrscheinlich zu dritt essen, aber dann wird es ein bisschen eng. Und der Tisch, der ist auf Schwerlastscharniere aufgebaut. Das heißt, der hält einiges aus und er lockt. Man kann ihn so sperren. Und dann hält er und spickt nicht während der Fahrt raus. Und hier unter dem Sitz versteckt sich ein Teil der Technik. Und zwar haben wir hier den Wasserboiler, also das heißt Warmwasser, damit wir warm duschen können oder auch den Abwasch machen können. Plus haben wir hier noch einen Wasserfilter verbaut. Das ist Aktivkohle und Nanofilter, damit wir immer sauberes Trinkwasser haben. Hier auf der gegenüberliegenden Seite haben wir noch mehr Technik, beziehungsweise die gesamte Elektrik. Da haben wir eine 100 Ampere-Stunden Lithium-Batterie. Die wird gespiesen über 3 unterschiedliche Wege. Einmal ist das Solar auf dem Dach, dann, wenn wir fahren, über einen Ladebooster und wenn wir mal auf dem Camping sind, können wir auch von außen Strom anschließen und dann wird die Batterie hier aufgeladen. Dann haben wir hier einen 2000 Watt Wechselrichter, der ist fast ein bisschen zu groß dimensioniert, also der macht 230 Volt Strom. Damit könnten wir theoretisch eine Kaffeemaschine betreiben, einen Staubsauger, ein Bügeleisen, aber benutzen wir eigentlich alles nicht. Wir laden hauptsächlich unsere Laptops damit auf. Und was wir hier auch noch haben, ist die Dieselstandheizung. Die ist hier unten versteckt, die sieht man jetzt nicht. Da führen diese Warmluftrohre von weg und verteilen die Wärme im Fahrzeug. Dafür haben wir 3 Auslässe. Einer davon ist hier zu sehen. Dann gibt es noch einen in der Dusche und einen unterm Bett, damit wir auch im Winter gut und warm schlafen können. Was gibt es hier noch sonst Interessantes? Ja, vielleicht noch den Hauptstromschalter, den ich eingebaut habe. Damit kann ich den gesamten Strom mit einem Klick ausmachen, falls mal irgendwas sein sollte. Und hier auch noch den Sicherungskasten. Jeder Verbraucher hat eine Sicherung, damit das einfach alles sicher ist. Ja. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Und Strom im Camper ist ja immer so eine Sache. Wenn ihr Interesse habt, schreibt doch das mal unten in die Kommentare. Dann würde ich auch gerne noch ein separates Video dazu machen. Und du hast ja fast ein Buch geschrieben, das wir auch noch veröffentlichen wollen. Genau. Weil ich finde halt, das ist der Hammer. Bin dass man mal dabei, versteht. das alles mal aufzuschreiben, auch Fotos zu machen, Schemas, damit man das alles sieht und versteht, wie die ganze 12 Volt Elektrik im Camper funktioniert und dass man das dann auch selber machen kann. Und hier oben haben wir noch ein paar Bedienpaneele für das Wasser. Da sehen wir, wie viel wir noch im Tank haben. Dann, das hier ist die Dieselstandheizung, Licht für die Dusche und hier die Druckwasserpumpe, damit das Wasser dann auch fließt. Und das ist unser Schlafzimmer. Es ist mal ein Vorteil, dass wir nicht so groß sind, weil wir können quer schlafen in diesem Bett. Es ist 1,80 lang circa und das langt, um sich auszustrecken. Und dann haben wir noch 1,40 breit, das heißt, wir schlafen ganz bequem hier hinten. Dann haben wir noch eine Dachluke und die 2 Fenster hinten. Das macht es, dass es ein bisschen heller ist, dass man rausgucken kann. Und ab und zu strecken wir auch den Kopf durch die Luke, um zu gucken, was in der Umgebung los ist. Und hier oben, erstens, damit es frisch ist, zweitens, dass man die Feuchtigkeit rausbringt und drittens, damit es nicht stinkt beim Kochen, haben wir einen Fenty und den
kann man halt anschmeißen und dann zieht es entweder nach außen oder nach innen in die Luft und so kann man das Klima schön regulieren. Schalten wir wieder aus, weil das ist ja laut und nervt. Und wir fahren ja so gerne Ski und dafür muss es auch im Winter halt warm sein im Camper. Dafür haben wir einiges gemacht und willst du uns ein bisschen was erzählen, was wir gemacht haben, damit es eben kuschelig bleibt, auch wenn es kalt ist? Genau, wir haben vor allen Dingen viel isoliert. Den Boden, die Wände, die Decke mit dickem Armaflex und darüber haben wir noch so eine Reflektorfolie gelegt mit Lufteinschlüssen. Die sieht ungefähr so aus. Und die hat noch den schönen Nebeneffekt, dass es wie so eine Dampfsperre auch wirkt, damit die Feuchtigkeit nicht eindringen kann. Und zusammen mit dem Armaflex sind wir da bisher ganz gut gefahren und mussten eigentlich nie frieren. Ja, gell? Und kleinerer Lifehack, wir haben nämlich diese Folie auch unter der Matratze und da bleibt eben die Kälte dann halt. Genau, zusammen mit der Standheizung, die unten unter dem Bett ja auch noch einen Auslasser hat, ist das ganz kuschelig warm. Genau, meistens aber in der Nacht schalten wir die Standheizung ja aus, weil es dann zu warm wird, genau. Und aber wenn wir unterwegs sind, tagsüber auf der Tour, da lassen wir sie eben an, auf dem Minimum, damit es halt nicht gefrieren kann im Auto. Muss man ein bisschen aufpassen, dass kein Wasser in den Leitungen bleibt. Wir hatten nämlich auch schon einen Frostschaden. Da war das Wasser noch in den Leitungen und dann mussten wir danach die Armatur in der Dusche und hier in der Küche austauschen. Wir haben da jetzt aber nachträglich noch was eingebaut, damit wir die Leitung ganz einfach vom Wasser befreien können, also entleeren können. Damit das dann nicht mehr passiert, das können wir euch nachher dann auch noch zeigen. Und das ist unsere Heckgarage. Wir haben 3 Abteile, einmal Wasser- und Campingutensilien wie der Tisch und die Stühle. Dann haben wir eine riesengroße Schublade, auch wieder auf Schwerlastscharniere, wo zum Beispiel Wetsuits rein können oder alles andere, was halt keinen Platz hat oder keinen Ort hat zum Versorgen. Und zu guter Letzt haben wir ein drittes Abteil, wo wir die Leiter, Strom bzw. unsere Recovery Racks eine zusätzliche Plane haben. Und da passt jede Menge Material rein. Die Skis kommen dann quer rein. Und das hier ist unser Frischwassertank, der fasst so um die 75 Liter. Und wie vorhin erwähnt, haben wir hier diese Ventile im Nachhinein noch eingebaut nach dem Wasserschaden bzw. Frostschaden. Jetzt können wir hier umschalten, dann kommt hier Luft und hier wird das Wasser gekappt. Das heißt, die Luft wird von der Wasserpumpe angezogen und vorne kann somit das Wasser dann aus dem Hahn rausfließen, wenn wir den öffnen und es kommt nur Luft nach. Das heißt, die Leitungen sind dann leer und es kann eigentlich kein Frostschaden mehr entstehen. Und hier haben wir noch unseren Abwassertank, der fasst um die 80 Liter. Das heißt, damit sind wir gut ein paar Tage autark unterwegs, bevor wir dann das stinkende Wasser hier wieder ablassen können. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart und wenn ihr mögt, folgt uns doch gerne auf unseren Abenteuer und lasst auch gerne ein Like da. Tschüss.